Friends. So, jetzt gerade ist Ostersonntag und das ist tatsächlich das erste Ostern meines Lebens, wo ich alleine in Wien sitze und nicht bei meiner Familie in Bayern bin, was mich schon dezent deprimiert, aber ich glaube heute, dass es wahnsinnig vielen Leuten so geht und von dem her probiere ich mal, das ein bisschen entspannter zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht wirklich zutiefst nervt und unkotzt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich tue mir selber mal ein bisschen was Gutes, ne? Und eigentlich hätte ich auf meinem Plan stehen gehabt, dass ich heute mein Mittwochsvideo fertig drehe. Aber irgendwie habe ich null Bock drauf. Da wir ja heute alle Auferstehung des Herrn Party machen und so, und ich habe mir gedacht, ja, Freude und so, Palmzweig, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach das, auf was ich Lust habe, und ich hätte gerade voll Lust drauf, ein Kleid zu machen. Und zwar ein ganz bestimmtes, und zwar, warte mal, wo ist mein Handy? Man sieht, dass ich dieses Video urgeplant habe. Handy! Also, tatsächlich kriege ich ja wahnsinnig oft auf Instagram so Anregungen, was ich als nächstes machen soll und nähen soll. Und das sind ja wirklich die verschiedensten Sachen dabei, je nach Geschmack halt. Aber ein Kleid kommt da immer wieder vor, und das zeige ich jetzt. Das habe ich so oft bekommen, das Ding. Von ganz verschiedenen Marken gibt es das, und es ist immer dasselbe. Wenn ich es mir aussuchen würde, dann würde ich es wahrscheinlich aus Viskose machen, weil das fließt so schön, und Viskose tut das auch. Man könnte es aber aus ein bisschen einem blickdichteren Chiffon machen oder halt aus irgendeinem Polyester, das auch die gleiche Qualität hat. Aber das habe ich alles nicht zu Hause. Come with me, Kids. So, das ist jetzt das Objekt meiner Begierde, und zwar, das ist fetter Stoff. Oh Gott, das muss ich noch nachmessen, wie viel das ist. Ich glaube, das sind tatsächlich 2 Meter oder so, den ich seit Ewigkeiten in meinem Schrank habe und nicht benutze, weil er genau alles das ist, was ich eigentlich an Stoff nicht mag. Oh Gott. Jersey mit Elastan, ziemlich dick, also schon fast sweatähnlich, und hat ein Muster. Das ist quasi mein least favorite Stoff. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir den eingebildet habe. Das war ein Online-Kauf, und ich glaube, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Oder keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich war ich besoffen oder keine Ahnung was. Jedenfalls liegt der schon seit Ewigkeiten im Schrank, und eigentlich diese Röschen sind eigentlich ganz süß auf einem Viskosestoff. Aber nicht auf so einem fetten Elastan-Jersey. Oh Gott. Und eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass man so ein Kleid nicht aus sowas rausmachen sollte. Aber ich mache es trotzdem. Der soll einfach nicht Ewigkeiten bei mir rumliegen. Ich möchte den jetzt benutzen und werde jetzt mal das Beste daraus machen. Und ich habe mir gedacht, ich teste das jetzt einmal. Und ich möchte es mal ein bisschen schwieriger machen, wie es schon ist. Ich möchte diesen Stoff hier benutzen. Obviously. Und so, stehe ich das wieder irgendwo hin. Ich möchte probieren, dass ich meine Kleiderpuppe nicht verwende, ja, damit es nicht heißt wieder, das geht nur mit Kleiderpuppe. Nein, ich probiere das wirklich nur an mir selber zu drapieren, und ich werde auch probieren, so wenig wie es geht die Overlock zu benutzen. Ja, also ich sage jetzt nicht komplett, aber ich probiere es auf jeden Fall so wenig wie möglich, weil einfach wahnsinnig viel kein Overlock zu Hause haben. Aber was ich probieren werde, und das habe ich auch noch nie gemacht, und zwar, ich habe mir eine Zwillingsnadel gekauft vor Ewigkeiten, und die werde ich jetzt einmal probieren, wie die funktioniert. Die zeige ich euch später. Das ist auch mein erstes Mal, wo ich Zwillingsnadeln verwende, also es wird spaßig. Und das alles probiere ich in diesem Kleid. Let's do it! Ach ja, falls ihr euch wundert für mein tolles Osteroutfit. Und zwar, das da ist ein Secondhand-T-Shirt tatsächlich. Das ist Original Vintage, ja. Das ist nicht extra so gedruckt, dass es verfärbt und ausgefadet ausschaut. Nein, das ist wirklich so, weil das einfach schon 5 Milliarden Wäschen durchlaufen hat und wahrscheinlich 5 Milliarden Menschen schon angehabt haben. Aber ich liebe das, das ist urlässig. Ich mag das voll, und ich finde das... Ja, das war mein letzter Secondhand-Kauf, bevor alles zugemacht hat, also von dem her. Und dieser Rock, das ist tatsächlich abgecycelt von einem Kleid, und das würde ich eigentlich zum anderen Kleid machen, und dann das habe ich aber voll versaut, und dann lag das Ewigkeiten im Schrank. Und das habe ich jetzt auch die Tage endlich fertig gemacht. Diese Dinge heißen ja UFOs, ja. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video über meine UFOs und wie ich sie endlich zu Ende mache. Falls euch das interessiert, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob das was wäre, was euch taugt. Und ja, los geht's. Ich habe gerade festgestellt, dass das Ding Pi mal Daumen ein Viereck ist.
ein gleichschenkliges, nennt man das stimmt überhaupt nicht, ein Quadrat ist es. Moment, Mathe liegt schon sehr lang zurück. Also damit arbeiten wir jetzt. Also als erstes habe ich mal Circle Skirt Calculate in Google eingegeben, dort auf Zentimeter, Halb und Midi und dann gebe ich 66 Zentimeter ein, das ist mein Taillenumfang, minus ein paar Zentimeter, so 2, 3, weil ich habe ja Stretchstoff und dann kommt da wunderschön ein Radius kommt raus, in dem Fall 20 Zentimeter und den zeichne ich ein und dann zeichne ich so lang wie es geht den Rock, also bis zur Kante, damit ich den auf jeden Fall so lange as possible habe. Natürlich habe ich den Rock mal hätte können drehen, ey. Ich habe den ganzen Stoff natürlich in die Hälfte gelegt und so habe ich dann meinen halben Circle Skirt und das schaut dann so aus, das ist ein halber Tellerrock. Und den lege ich jetzt einmal zur Seite, weil es geht weiter mit dem Oberteil. Und zwar, ich fange oben mit den ganzen unteren Busen, also diesen Gürtelding, da stecke ich mir erst einmal fest, wie breit ich das Ganze haben will und dann durch das einfach mich rumwickeln und schaue, wie lang ich das haben will. Und dann habe ich da quasi so ein Stofffetzelding und das brauche ich ganze 2 Mal. Yay! Und dann geht's weiter mit oben rum und da stecke ich mir das jetzt einfach mal fest. Also dafür habe ich mir extra einen langen Pulli angezogen. Ich stecke mir das fest und alles damit ein bisschen Zug, weil das ist ja Stretchmaterial und ich möchte eben keine Abnäher haben und deshalb ziehe ich das einfach ein bisschen über meine Rundungen drüber, damit das schön glatt liegt. Dann schneide ich mir das ab, tak, 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 damit es leicht zum Händeln ist und dann stecke ich das nochmal nach und wirklich da schauen, dass ihr wirklich ein bisschen mit Zug das drüber drapiert, damit es eben schön glatt liegt dann. Und so schaut es dann aus. Ich tue es mal runter, ich lasse aber die Nadeln drinnen, damit ich die dann natürlich dann als Markierung benutzen kann. Ja, das sieht man eher ein bisschen. Und dann schneide ich das an diesen Nadeln aus. Und so habe ich dann quasi eigentlich schon mein Vorderteil. Ta-ta-ta! Und für das Hinterteil, weil das ist ja sich selber da hinten umeinander zu stecken, ist sehr schwierig. Deshalb nehme ich da ein sehr hautenges T-Shirt her, schneide das einmal grob aus. Die Länge habe ich quasi an meinem Vorderteil gemessen und dann habe ich so eine T-Shirt-Rückseite, die bleibt natürlich nicht so, sondern ich schneide da einfach mal darunter meinen Rückenausschnitt und das brauche ich jeweils 2 Mal und genauso brauche ich das Vorderteil jeweils 2 Mal. Jetzt tue ich da jeweils die Schulternähte und die Seitennähte zusammennähen. Das mache ich mit einem ganz normalen Geradstich, weil diese Nähte müssen nicht elastisch sein. Und dann habe ich ja quasi 4 Mal ein Vorderteil und dadurch immer dann 2 Teile rechts auf rechts zusammenstecken. Weil das wäre quasi Vorderseite und Futter und ich muss natürlich unten, also unten beim Busen wäre das dann, lasse ich unvernäht quasi, damit ich das dann noch umdrehen kann. Und das mache ich jetzt aber mit einem elastischen Geradstich, weil diese Nähte sollten elastisch bleiben. Und das ist bei mir dieser, der immer, ich glaube, da geht 1 nach vorne und 2 zurück oder 2 nach vorne und 1 zurück und so. Und dadurch wird er dann elastisch. Und da nähe ich aber ganz normal einfach so die Sachen zusammen, klippe dann die Kanten ab und kann das Ganze umdrehen. Ta-ta-ta-ta. Und so habe ich ein gefüttertes Vorderteil und das brauche ich dann natürlich 2-mal, weil ich ja 2 Seiten habe an meinem Körper, obviously. Genau, und ich werde es aber auch noch bügeln und alles, damit es wirklich schön kantig ist alles und das schaut schon mal gut aus. Ta-ta-ta. Yes, man kann schon erkennen. Wuhu! Und es ist halt immer nur Stretch durch diese elastische Naht. Und dann durch das quasi hinten zusammenpinnen, da ist eine Pinnnadel drin, wie man sieht, und schauen wir, wie das so passt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber unterm Busen ist definitiv zu viel Stoff. Der muss auf jeden Fall noch weg, damit das schön gut sitzt. Und durch das, dass ich das übrigens doppelt gemacht habe, brauche ich dann auch kein BH, weil das wirklich super gut straff supportet. Und jetzt kommt da diesen Gürtel-Dingsbums hin, den tue ich zuerst rechts auf rechts und zusammennähen. Das mache ich wieder mit einem ganz normalen Geradstich. Dann durch hier die vordere Mitte eruieren und an der durch mich dann orientieren und durch erst einmal rechts auf rechts diese Vorderteile anpinnen. Da immer mal wieder anziehen und schauen, ob es sitzt und alles. Aber das habe ich jetzt immer so gemacht, tak, tak, tak. Und da nähe ich jetzt auf jeden Fall mal drüber. Ich mache das nämlich in 2 Schritten. Und jetzt durch den Futtergürtelteil quasi, rechts auf rechts mit dem anderen Gürtelteil zusammen sandwichen. Also ich tue quasi das Oberteil in diesen 2 Gürtelteilen hinein sandwichen, dazwischen da. Und ich habe das deswegen auch 2 Schritte gemacht, damit es einfach genauer wird. Und hinten tue ich jetzt nicht gerade drüber nähen, sondern zack, zack.
weil damit ich diesen Rückenausschnitt quasi hinkriege. Und dann muss ich das Ganze natürlich wegschneiden, diesen ganzen Überschuss. Und dann habe ich eigentlich schon angefangen, mit die Ärmel zu konstruieren. Das habe ich einfach abgepaust bei einem T-Shirt. Kennt ihr ja den Schmäh. Und dann habe ich da so kleine, habe das so eingeschnitten, dann aufgeklappt und draufgeklebt, damit ich eben diese Flügelärmel bekomme. Das hätte ich tatsächlich noch mehr machen können, wie ich es gemacht habe, also noch intensiver. Aber dafür ist dieser Stoff eigentlich auch nicht gedacht. Also das, ja, es würde bei sag jetzt mal, einem Chiffon oder einer Viskose viel geiler ausschauen. Aber ja, ich habe es trotzdem probiert und das ist jetzt mein Flügelärmel-Pattern und das durch zweimal ausschneiden aus dem Stoff. Okay, Friends, ich werde jetzt meinen Rock und meine Ärmel versäubern, bevor ich die annähe. Und da habe ich jetzt diese Zwillingsnadel eingesetzt. Sehr scharf. Ja. Und das ist das erste Mal, dass ich mit einer Zwillingsnadel nähe. Und ich habe jetzt extra den Unterfaden in einer anderen Farbe eingefädelt, damit man das dann besser sieht. Es funktioniert eigentlich so, dass ich hier meine normale Garnrolle habe und hier hinten steht meine zweite Garnrolle. Die gehen beide über diese Spule, in dem Fall bei meiner Nähmaschine, und dann da rein. Ich habe die Fadenspannung ein bisschen weiter runtergedreht wie normal. Und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe hier so einen Teststoff mal probiert. Da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt die Rückseite, ne? Da hatte ich das Gefühl, dass es zu eng ist, weil es eben bei der Vorderseite ja dann so einen komischen Huckel gemacht hat. Und da, wo ist das zu lockere? Und da habe ich dann die Fadenspannung runtergedreht. Seht ihr, das ist ein Mess. Von vorne schaut es eigentlich okay aus, aber da hinten ist ein Mess. Also habe ich mich dann für das Mittelding entschieden. Und das war das, da habe ich da nur ein paar Stiche genäht. Das ist jetzt das Mittelding. Und so wäre es jetzt nähen. Das schaut halt echt cool aus von hier. Wie gekauft, ey. Und ja, und da werde ich jetzt meinen Rock entlang nähen und die Ärmel, bevor ich die attache. That's the plan. Also ich bin positiv beeindruckt von diesem Ding so far. Ich werde berichten. Oh my god, guys, I love it. Das ist so cool. Oh mein Gott, das schaut so professionell aus. Und es ist immer nur dehnbar. Schaut das, obwohl ich einen ganz normalen Gradstich benutzt habe, ist es durch die Art immer noch dehnbar. Oh mein Gott, das Ding ist unglaublich. Oh mein Gott. Okay, seit heute liebe ich Zwillingsnadeln. Ganz offiziell. So, da unten liegt jetzt mein versäuberter Rock und das sind jetzt meine Ärmel, die ich jetzt mal nur so mit der Sicherheitsnadel da zusammengesteckt habe. Die muss ich halt dann nur rechts auf rechts zusammennähen, aber jetzt einfach nur so. Das ist jetzt der Ärmel und da hängt das Ding, was ich so vorher genäht habe. Und wenn ich das jetzt da so attachen würde... Cute! Ich finde das echt süß. Es hat irgendwas Retro-mäßiges. Ich finde es echt cute. I like. Ja. Oh, ich glaube, ich werde tatsächlich den Ärmel daran mit der Overlock machen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich nehme keine Overlock her, beziehungsweise ich habe gesagt, so wenig wie möglich die Overlock. Und durch das, dass es zwei Layers sind, glaube ich einfach, dass es schöner wird durch die Overlock. Aber man könnte das genauso gut mit einem elastischen Stich machen, weil Jersey ja nicht ausfranst, also könntet ihr das ohne Probleme einfach mit einem elastischen Gradstich oder sowas attachen. Also das wäre überhaupt kein Thema. So, auf der Seite habe ich den schon dran genäht und auf der anderen Seite muss ich noch. Und da stülpe ich einfach das rechts auf rechts drüber, also den Ärmel drehe ich um und stülpe den drüber. Und durch das, dass da so viel Elastan drin ist und auch Jersey und so, ist es wurscht, wenn es nicht komplett aufeinander ist. Es wird sich trotzdem wunderschön ausgehen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch den Rock dran nähen und dafür schneide ich da zuerst so vorne hier eine Kurve rein. Mir ist einfach aufgefallen, wie ich das anhatte, dass es, glaube ich, besser ausschaut mit einer Kurve. Und dann werde ich den Rock dazwischen sandwichen, ja. Und das mache ich jetzt so, dass ich den Rock quasi verkehrt rumdrehe, so jetzt liegt es rechts auf rechts, und pinne den jetzt nur auf den äußeren Gürtel. Rechts auf rechts, ja. Den inneren Gürtel lasse ich jetzt einmal aus dem Spiel. Ich mache das nur auf den äußeren. Das geht sich auch nicht genau aus, aber fast. Und da ist auch wieder so, ich habe einfach beim Zusammennähen ein bisschen gedehnt, eine Stoffschicht, und das hat dann gut gepasst.
Das ist bei Jersey tatsächlich nicht so schlimm, wenn das dann nicht auf den Millimeter genau ist. Ne? Und da habe ich das einfach mit einem elastischen Stich mit der Nähmaschine zusammengenäht. Und jetzt, das ist der Innengürtel, den tue ich jetzt einklappen und tue da eine Nadel rein. Und wenn man das jetzt umdreht, sieht man, dass ich, wenn ich jetzt da vorne quasi in den Nahtschatten reinnähen würde ich quasi den inneren Gürtel automatisch damit dran nähen, ja, und der innere Gürtel schließt jetzt die ganze Nahtzugabe und alles andere ein, also das ist der Plan. Und da pinne ich jetzt einfach die ganze Runde rum, ja, und nehmt euch da wirklich die Zeit, um das alles festzupinnen, weil wenn ihr daneben trefft, weil ihr müsst es ja dann von oben absteppen und ihr seht es ja nicht drunter. Oh, das ist so bitter, ey. Und vor allem, ihr müsst es mit einem elastischen Geradstich machen und den wieder aufzutrennen. Also da braucht man definitiv mehr als Ansekt. Also von dem her habe ich das wirklich ganz intensiv gepinnt und dann einfach hier sieht man, ich habe das wirklich in dieser Naht drin abgesteppt, weil dann sieht man das gar nicht von außen. Und das habe ich einmal rumgemacht und so ist es dann wunderschön versäubert von innen. Und dadurch jetzt noch zur Zierde einen Knopf raus. Das ist meine Knopfsammlung. Und eigentlich finde ich den da, das ist ein alter Dirndl-Knopf, so schön. Aber der ist halt blau und da ist nirgendwo blau drin in dem Kleid. Und von dem her habe ich mich dann am Ende tragischerweise dazu entschlossen, einen ganz normalen Hemdknopf zu nehmen. Und das ist das Vorherbild, wie schon gesagt, aus einem viel fließenderen Stoff. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ziemlich happy mit meinem Ergebnis, weil ich ja eigentlich den Stoff überhaupt nicht mag. Ich habe ihn eigentlich echt gehasst, aber ich mag das Ergebnis und es ist so gemütlich. Ich verstehe schon, warum viele Leute gerne mit Jersey und Elastan nähen tatsächlich, weil es ist so gemütlich und ich finde es wirklich cute. Ich finde es wirklich cute. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Stoff nochmal rausgeholt habe und dieses Kleid genäht, weil I like it. Und ich habe schon ganz viele Komplimente bekommen von meiner Mitbewohnerin, weil mehr Menschen haben mich damit nicht gesehen, so far. Aber ja, ich bin super happy. Und ich hoffe, euch hat das Video getaugt und ja, vielleicht probiert es auch mal. Von dem her, wir sehen uns nächsten Mittwoch und Sonntag und bis dahin eine schöne Woche.